3 Jahre Türkei. Mein Fazit. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Hier ist wieder dein Markus aus mittlerweile 3 Jahren Türkei. Und ich begrüße dich und ich bin sehr dankbar dafür, dass du auch hier wieder reinschaltest. Und wenn dir dieses Video gefällt, dann kannst du das Ganze natürlich auch am Ende speichern bzw. natürlich auch weiter teilen. Ich habe dieses Video unterteilt in verschiedene Punkte. Und damit ich nichts vergesse, weil es so wichtig ist, habe ich mir einen Zettel gemacht. Und Hauptpunkte dieses Videos sind unter anderem natürlich die Geschichte, was es für Gründe gibt, auszuwandern, woher wir kommen, wohin wir gehen, Schulen und Kinder hier auch in der Türkei, Menschen allgemein, das Stichwort Menschen natürlich, Stichwort auch Abzocke eventuell, man muss einfach aufpassen. Dann natürlich auch die Aufenthaltsbestimmungen, die Kosten im Verlauf, was hat sich geändert von Anfang bis zu diesem Zeitpunkt, was es für Problematiken auch in diesem Bezug natürlich dann auch gibt. Und aber auch natürlich Zukunftsaussichten. Und am Ende des Videos wird es ein Dankeschön geben, beziehungsweise auch eine Überraschung für diejenigen, die bis zum Ende dranbleiben. Also dementsprechend bleibt gerne dran. Und wir wollen anfangen mit den ersten Punkten der Geschichte. Was hat uns dazu bewegt überhaupt? Was es für Gründe gibt, auszuwandern? Auch für dich eventuell noch, du weißt es natürlich besser aktuell. Was gibt es für uns aber für Gründe auszuwandern oder was gab es speziell? Ja? Das Wetter natürlich, ganz klare Geschichte. Es hat sich nicht verändert mittlerweile in der Türkei. Es ist im Sommer einfach Sommer, es ist im Winter nicht richtig Winter hier in Antalya, Alanya. Aber es ist für uns einfach angenehm. Es gibt so viele Menschen, die wandern aus bzw. kaufen sich eine Immobilie und wollen dann überwintern sozusagen, die schlechte Jahreszeit aus Deutschland entfliehen und dementsprechend für 3 Monate vielleicht hier in der Türkei verweilen. Speziell an der Mittelmeerküste ist das Wetter relativ stabil und du hast über 300 Sonnentage im Jahr. Also das ist natürlich einer der Hauptgründe, warum Menschen auch auswandern. Natürlich auch ganz klar gibt es auch administrative, organisatorische Geschichten, ja, auch die ganzen Pflichten, die man natürlich dann hier in so einem Land nicht mehr hat. Wenn man aus Deutschland rausgeht und rauszoomt und ein paar Monate erstmal außer Haus ist sozusagen, dann fallen einem natürlich auch gewisse Sachen erst auf, wie bescheiden, könnte man sagen, diese überhaupt erst sind. Wenn man natürlich in diesem System aber drinne ist, dann ist es völlig normal. Wenn man aber rausgeht, rauszoomt und dann aus der Vogelperspektive das Ganze betrachtet, dann ist das einfach eine andere Welt. Ja. Gibt es natürlich noch viele weitere Gründe, kannst du auch gerne mal reinschreiben. Für uns ein wichtiger Grund zu dieser damaligen Zeit war ganz klar natürlich auch, ganz ehrlich, die Politik, wie mit den Menschen auch umgegangen ist. 2020, jeder kann sich erinnern, die Gesundheitskrise, ganz, ganz schlimm, was da passiert ist. So viele Tote und deswegen mussten ganz schlimme und natürlich auch Maßnahmen getroffen werden, die dann vielen Menschen nicht gut getan haben, vor allen Dingen nicht den Kindern. Und wir wollten unseren Kindern auch einiges ersparen und dementsprechend haben wir dann einfach die Reißleine gezogen. Ja. Wir sind ausgewandert am 5.2.2021 und sind dann aber erstmal in einem anderen Land gewesen, bevor wir dann am 2. Juli 2021 in die Türkei gekommen sind. Und wenn du uns schon länger folgst oder auch die Videos zuvor vielleicht schon verfolgt hast, darfst du auch gerne jetzt schon mal reinschreiben, welches Land wir vor der Türkei bereist hatten. Und ich werde dazu wahrscheinlich auch speziell nochmal ein Video machen, warum wir da auch weggegangen sind. Wir waren dann dort hier in der Türkei und natürlich am Anfang ist das immer alles Halligalli und richtig schön. Wir kamen da von der Südhalbkugel aus dem Winter in den Sommer in die Türkei und natürlich die ersten paar Wochen, das war meiner Meinung nach, ganz ehrlich, meine intensivste Zeit hier in der Türkei. Es war einfach wirklich ganz, ganz krass. Es war alles neu, es war alles einfach nur heftige Impression. Aber man hat sich dann natürlich auch schnell versucht einzuleben, beziehungsweise hat dann auch eine Miete genommen, eine Immobilie zur Miete und haben dann ganz locker und einfach die Aufenthaltsgenehmigung bekommen. Obwohl wir gerade mal 3 Monate einen Mietvertrag hatten, haben wir für 1 Jahr den Aufenthalt bekommen. Also wirklich ganz, ganz lockeres Thema war das zu dem Zeitpunkt. Und ein Problem, was natürlich viele haben, wir selber auch, immer noch, ist natürlich die Sprachbarrieren. Ja, es ist ja ganz klar, wenn du aus einem anderen Land kommst, die Sprache nicht sprichst, dann bist du natürlich auf Hilfe bzw. auch auf die Hoffnung
der Einheimischen vielleicht auch angewiesen, dass die entweder deine Sprache können, übersetzen können oder Multikulti-Sprache natürlich ganz klar Englisch sprechen. Und da war ich überrascht, dass speziell in Antalya, aber auch hier in Alanya sehr viele Menschen einfach diese englische Sprache sprechen und geschweige denn sogar teilweise Deutsch. Also das ist natürlich auch einer der Hauptgründe, warum viele Deutsche auch immer Antalya bzw. auch Alanya wählen, weil es einfach entspannter ist, hier auch Anklang zu finden. Ja. Natürlich heute mittlerweile nach 3 Jahren, obwohl man keinen Sprachkurs besucht hat, also wir als Erwachsene, ist es doch besser geworden. Man versteht viel, viel mehr, ganz klar. Gerade auch im alltäglichen Sprachgebrauch, wenn man einkaufen geht, ins Restaurant geht, an der Kasse irgendwo steht, was möchte, dann kann man sich da schon auch irgendwie verständigen, ganz klar. Oder auch mal einen Vertrag abschließen. Aber auch hier natürlich meine Empfehlung, falls du die Sprache gar nicht sprichst, gerade bei Vertragsabschlüssen, Telefon, Internet etc., dass man da definitiv jemanden Vertrauenswürdigen mit dabei hat, der natürlich an der Stelle ist, an Ort und Stelle mit dir mitgeht und das Ganze dann im besten Fall 1:1 übersetzen kann. Ja, zum Beispiel Strom anmelden oder Wasser anmelden, dass es da einfach keine Probleme gibt. Ich möchte zu einem weiteren Hauptpunkt kommen, und zwar Schulen und Kinder. Hier in Antalya bzw. Alanya, wo wir aktuell sind, Alanya Ober, es gibt einfach extrem viele Schulen. Und für uns damals war einfach ganz, ganz wichtig, egal welche Schule wir besuchen, im besten Fall ist, dass die Kinder keine Maske, keine Tests etc. machen müssen. Und da hat uns die Waldorfschule für uns sehr gut gefallen. Und deswegen haben wir die Kinder damals dann auch angemeldet. Und das war auch einer der Gründe, warum wir aus Antalya weggegangen sind, obwohl uns Antalya auch sehr gut gefallen hat. Antalya bietet noch viel mehr als Alanya natürlich, als Millionenstadt, bietet genau extrem viel Auswahl an Schulen, TED College, natürlich auch die Bahçeşehir College. Also da gibt es wirklich einiges, was du anschauen kannst. Hier gibt es noch die ÖHEB, Yedibilim und vieles weitere, also für die Kinder. Es gibt wirklich sehr viele Privatschulen, es gibt aber auch natürlich umso mehr staatliche Schulen, E-Devlet-Schulen sozusagen, Staatsschulen, die natürlich dann in dem Fall kostenlos sind. Und da will ich auch in diesem Bezug direkt mal natürlich zu den Kosten kommen. Private Schulen, extrem teuer geworden, meiner Meinung nach, extrem teuer. Wir sind damals angefangen mit bei der Waldorfschule bei ca. 2.500 Euro pro Kind, plus minus natürlich nochmal Essensgeld dazu, Schulmaterialgeld, warst du vielleicht bei 3.000 Euro insgesamt pro Kind. Wir haben 2 Kinder, 6.000 Euro. Mittlerweile zahlt man pro Kind, so ist mein Stand der Dinge, vor 2-3 Wochen eine SMS bekommen, für 9-Klässler-Kinder 300.000 Tele, umgerechnet ca. 8.500 Euro. Ist aber auch bei der Bahçeşehir-Schule ähnlich, also 300.000 Tele mit aber Essensgeld dabei, mit Materialgeld dabei etc. Dort kommen natürlich auch nochmal Kosten dazu, sicherlich von Ausflügen bis hin zu Schuluniformen etc. Aber mit solchen Preisen muss man rechnen. Privatschulen in der Türkei ist extrem teuer und ganz ehrlich, mein Feedback jetzt im Nachhinein auch für euch, man muss sich das gut überlegen, ob man das auch wirklich macht und vor allen Dingen, wo soll die Reise hingehen, wenn es noch teurer wird. Also irgendwann bin ich selber auch nicht mehr bereit und ich will das auch nicht mehr, dann so viel Geld auszugeben für eine private Schule. Der große Vorteil in der Türkei für ausländische Kinder zumindest ist es so, dass diese ausländischen Kinder definitiv auch eine Online-Schule besuchen können. Wenn die Kinder natürlich in eine Schule gehen, lernen sie die Sprache natürlich viel, viel besser und viel schneller und lernen sie überhaupt. Ich gehe davon aus, dass wenn du dein Kind Online-Schule unterrichten lässt, von zu Hause aus, wirst du Probleme natürlich haben, soziale Kontakte zu knüpfen und die Sprache zu lernen. Und deswegen muss man einfach überlegen, was man dann am besten einfach macht. Wie gesagt, für uns war die Waldorfschule eine tolle Option für den Anfang, mittlerweile aber nicht mehr. Und soweit mein Stand der Dinge ist, wird das Ganze jetzt vermischt, Waldorfschule mit der ÖHEB-Schule. Und ob es dann noch weiterführende Klassen gibt, 9., 10., 11. Klasse, glaube ich von der Waldorfschule vom System her nicht. Ist vielleicht noch Kindergarten und vielleicht noch aber ja, Grundschulalter sozusagen. Ja. Also dementsprechend ganz, ganz wichtig, das zu überlegen, was man macht. Ein Punkt natürlich auch dazu, ich habe es angesprochen, soziale Kontakte.
Wenn du dein Kind natürlich jetzt hier, wenn du hierher kommst und das direkt Online-Schule anmeldest, dann wirst du natürlich kaum Kontakte knüpfen können, weil du natürlich nur in deiner eigenen Bude hängst, am Strand hängst und natürlich klar, wenn du ein Restaurant bist etc., dort eventuell die Chance besteht, soziale Kontakte, speziell für die Kinder, was natürlich wichtig ist, zu knüpfen. Unseren Hauptkern der Leute, die wir hier natürlich kennengelernt haben, sind von der Schule. Und das ist natürlich schon für uns im Nachhinein auch wichtig gewesen, dass auch die Kinder natürlich soziale Kontakte haben. Für uns als Erwachsenen ist es jetzt nicht so dramatisch, aber es tut natürlich gut, sich auch mal auszutauschen, zu reden, wobei man auch Glück haben kann mit der eigenen Community in der Site. Ja, also dementsprechend denke ich, ist das auch immer ein bisschen mit Glück verbunden. Ja. Ein wichtiger Punkt auf jeden Fall, den ich ansprechen muss, ist der Verkehr. Leute, glaub mir, wenn du bislang nur in Deutschland Auto gefahren bist und in die Türkei kommst, dann musst du einfach noch mehr aufpassen. Du musst extrem aufpassen. Ich will ehrlich sein und ich bin immer ehrlich zu euch. Wenn ich einen Tag Auto fahre, mehrere Stunden, wenn ich mal von A nach B fahre oder auch selbst manchmal nur mit dem Roller, eine Fahrt, 10 Minuten, nahezu 95%, wenn ich nicht aufpasse, würde ich einen Unfall haben. Entweder würde ich jemanden reinfahren, weil der einfach die Kurve schneidet, weil er einfach wenden will auf der Straße oder einfach aus der 30er-Zone sozusagen rausgeschossen kommt, oder der würde mir einfach reinfahren. Also es ist wirklich ganz extrem. Man muss wirklich aufpassen. Und ich kenne Menschen, die haben mir von Anfang an gesagt, ich fahre hier kein Auto mehr. Ja, speziell in dem Fall waren es Frauen, die fahren hier kein Auto. Und als Mann natürlich, klar, oder auch als Frau, ich kann es verstehen, wenn man nicht Auto fahren will, aber man will sich ja auch nicht einschränken lassen, weil Autofahren ist natürlich auch Freiheit. Ja? Du kommst natürlich mit einem Fahrzeug viel schneller von A nach B. Das sollte ja jedem klar sein. Es ist einfach auch ein Luxus. Ja? Teure Autos, beziehungsweise in der Türkei sind die Autos sogar noch teuer. Also es ist wirklich ein Luxusgut. Heißt jetzt nicht, dass es ein Statussymbol ist, für viele bestimmt. Aber wir sind froh, wenn wir einen fahrbaren Untersatz haben, der uns von A nach B bringt. Nichtsdestotrotz musst du extrem aufpassen und selbst wenn du einen Führerschein hast oder deine Kinder einen Rollerführerschein machen wollen, es ist gut zu überlegen, ob du die auf die Fahrbahn hier lässt. Ja, also Türkei, was Straßenverkehr angeht, hier in Alanya, ich rede jetzt nur von Alanya, ist extrem bescheiden. Also es ist wirklich teilweise echt lebensgefährlich. Wirklich ganz, ganz schlimm. Und tagtäglich sterben hier Menschen im Verkehr. Es ist klar wie Kloßbrühe. Also es ist wirklich ganz, ganz schlimm, auch wenn man das nicht immer mitbekommt. Einen wichtigen Punkt auch noch, ganz, ganz wichtig, ich werde den Punkt separat in einem speziellen Video nochmal rausnehmen, ist Abzocke in der Türkei, beziehungsweise wie die Menschen sind. Natürlich gibt es hilfsbereite Menschen, natürlich gibt es freundliche, gastfreundschaftliche Menschen. Das ist ja auch die Kultur der Türken. Das ist die Kultur auch von Italienern, von Spanien, allgemein von Südländern. Auch die Iraner, die sind natürlich sehr hilfsbereit bzw. auch sehr gastfreundlich. Und das ist, finde ich als Deutscher, natürlich schon richtig klasse. Aber man muss natürlich auch hier immer natürlich aufpassen, man darf nicht zu naiv sein. Weil gerade an den Stränden, da wo viel Tourismus herrscht, wird natürlich auch versucht, das Beste von dir rauszuholen. Ja, das ist nicht unbedingt die Freundlichkeit von dir, sondern das Geld. Ich möchte da auf ein ganz kurzes Beispiel drauf eingehen, was ich letztens gesehen habe von einem Video von 2 Mädchen, das haben die gefilmt. Da wollten die eine Sonnencreme kaufen, eine deutsche Firma, die hier vertreten ist und die kostet in Deutschland natürlich viel günstiger, viel weniger. Und hier bei BIM, bei einem Supermarkt, das ist nämlich auch direkt der Tipp dann für euch, wenn ihr Sachen kaufen wollt für den alltäglichen Gebrauch, Sonnencreme, Wasser, Getränke, Lebensmittel etc., holt euch das entweder bei einem seriösen Market oder eben, also bei einem großen Market oder bei einer offiziellen Supermarktkette. BIM, Migros, Yüzbier, also A101 oder Hasbulle heißt das, glaube ich, ja. Oder auch in Alanyum, dort wo einfach auch Preise bezeichnet sind und ausgeschildert sind. Ja? Und da kann es halt nicht sein, dass du für eine Sonnencreme, die hier in der Türkei natürlich allgemein schon teurer ist als in Deutschland in dem Fall, anstatt 10 Euro 30 Euro bezahlen sollst, das Dreifache vom Preis. Ja? Nur weil du jetzt in dieser
Touristengegend bist, an einem Market, quasi an einem privaten Market, und die Leute natürlich versuchen dir das Geld aus der Tasche zu ziehen. Ja. Man darf das natürlich auch nicht ganz so übel nehmen. Ja, natürlich ist das scheiße, wenn man Leute abzieht, aber in dem Fall, die Leute haben nur diese Hauptsaison, beziehungsweise noch diese Nebensaison ein bisschen, um natürlich Gelder zu machen. Ja. Und wenn es natürlich Menschen gibt, die so naiv sind oder auch vielleicht zu viel Geld haben, dann denken die sich auch dieses Jahr, alles klar, dann ist schon okay, das passt schon, der soll auch ein bisschen Geld verdienen. Ja. Interessanter wird es natürlich im Immobilienkauf. Ja. Da muss man auf jeden Fall extrem aufpassen und deswegen immer an seriöse bzw. vertrauenswürdige, im besten Fall kennt man jemanden, der hier seit Jahren lebt und natürlich beste Kontakte hat und das gemeinsam dann quasi auch macht. Ein wichtiger weiterer Punkt ist natürlich auch ganz klar die Aufenthaltsbestimmungen. Wie ich es am Anfang des Videos gesagt habe, extrem krass, wirklich heftig. Damals super easy. Wir haben einen Mietvertrag gehabt als Ausländer für 3 Monate und haben eine ICAMET, eine Aufenthaltsgenehmigung, Meldebescheinigung für 1 Jahr bekommen. Das ist heute mittlerweile undenkbar. Undenkbar. Im Laufe der Zeit haben sich die Aufenthaltsbestimmungen extrem geändert und damit auch die Kosten. Wir haben damals, lass es vielleicht 200-300 Euro gewesen sein für 1 Jahr Aufenthaltsgenehmigung mit Versicherung und alles drum und dran, was jetzt schon hochgerechnet ist. Das war wahrscheinlich gerade mal 100 Euro, also wirklich extrem. Ich kann mich erinnern, weil wir von einem anderen Land kamen, wo wir deutlichst mehr bezahlt haben. Ja, also wirklich heftig. Und dann aber sind natürlich durch Russland, Ukraine, weltpolitische Situationen und Lagen sozusagen die Aufenthaltsbestimmungen geändert worden, weil viele Menschen in die Türkei auch geflüchtet sind bzw. angereist sind. Und dann wurde natürlich auch die Preise geändert, beziehungsweise auch die Immobilienpreise sind in die Höhe geschossen. Also wirklich krass. Jeder, der das vielleicht auch selber miterlebt hat, kann das nachfühlen. Und damals gab es dann eine Grenze, mindestens 75.000 US-Dollar muss deine Immobilie wert sein, damit du Aufenthalt bekommst. Alles klar. Irgendwann haben sie angefangen, in gewissen Sperrbezirken, speziell hier in Alanya, aber türkeiweit, Sperrbezirke, Sperrzonen einzurichten. Ja? Viele sehen das auch als sehr ausländerfeindlich an, sehr rassistisch, könnte man auch annehmen. Aus deutscher Sicht würden viele wahrscheinlich sagen, das hätten die Deutschen wahrscheinlich damals auch schon früher machen sollen. Ja, dass einfach nicht zu viele Ausländer hier reinkommen und die Türken, die Türkei, die Regierung, die achtet in dem Fall mehr drauf und deswegen haben sie einfach diese Limits an Finanzen hochgeschraubt und aber auch dann diese Bezirke auf maximal 20% Ausländerquote hochgeschraubt. Und das ist natürlich schon extrem. Und deswegen hat es dann irgendwann auch keinen Sinn mehr gemacht, eine Immobilie in einem Sperrbezirk zu kaufen, auch wenn es über 75.000 Dollar war, weil es Sperrbezirk ist. Ja. Und dann irgendwann haben sie angefangen, das Ganze auf 200.000 US-Dollar seit Oktober 23 anzuheben. Und damit sind natürlich viele Menschen einfach raus. Ein Hauptgrund, warum man natürlich in gewisse Länder auswandern möchte, ist ja auch das Finanzielle, dass man vielleicht dort günstiger über die Runden kommt, dass man sich mehr leisten kann, dass man sich einen besseren Lebensstandard aufbauen kann. Und dementsprechend haben sie damit natürlich auch vielen Menschen auch wirklich das Genick gebrochen, könnte man auch sagen, dass die nicht mehr hierher kommen können. Ja? Das muss man natürlich immer individuell auch schauen, weil natürlich die Rentner andere Situationen bzw. Bestimmungen haben als jetzt einer, so wie ich, der nicht Rentner ist. Ja? Laut meinem Kenntnisstand haben Rentner, wenn sie hier sind und mieten, Sperrbezirk hin oder her, wenn sie Rentner sind und auch alles bestätigt bekommen haben etc., immer gute Chancen, Aufenthalt zu bekommen, egal wo das ist. Wenn du dann als Rentner noch Eigentum hast, egal was für ein Preis das war, erst recht. Ja? Aber bitte immer auch hier individuell prüfen. Sich aber auch nicht gleich abschrecken lassen, wenn irgendeiner sagt, nein, das klappt nicht. Immer an der Behörde im besten Fall selber nachfragen. Ja? Die Kosten im Verlauf, Leute, wirklich, es ist teuer geworden. Wirklich, Türkei ist teuer geworden im Vergleich zu früher, als wir vor 3 Jahren gekommen sind. Ganz klar, aber ganz ehrlich, wo ist es nicht teurer geworden? Egal ob Deutschland,
Südamerika, Frankreich, Brasilien, Dubai, es ist doch egal, Thailand, Vietnam, es ist alles teurer geworden. Inflation hin oder her, weltweit ist man betroffen. Ja. Die Frage ist natürlich immer nur im direkten Vergleich. Deutschland, Türkei, ich habe ein Video schon oft darüber gemacht, kannst du dir auch gerne darüber anschauen, ist auf jeden Fall teurer geworden, ganz klar, aber meiner Meinung nach immer noch nicht der Vergleich im Vergleich zu Deutschland. Ja. Natürlich gibt es Punkte, die teurer sind hier in der Türkei als in Deutschland, wie ein Kfz zum Beispiel, aber da gibt es ja auch andere Mittel und Wege, um hier mit einem deutschen Fahrzeug fahren zu können. Ja. Ein großes Problem aber, weil ja alles teurer geworden ist, haben die Menschen, die natürlich eine feste Einnahmequelle haben. Wenn du jetzt angestellt bist hier und immer denselben Lohn bekommst, oder ich denke da eher auch an die Rentner, die natürlich bis zum Lebensende ihre verdiente Rente bekommen. Allerdings vor 3 Jahren, wenn du eine Rente von 1.000 Euro bekommen hast, hast du dir natürlich damit viel mehr kaufen können, anstatt heute. Und deswegen wandern auch teilweise leider notgedrungen viele ältere Menschen, Rentner, wieder raus. Sie verlassen wieder die Türkei, weil sie mit ihrer Rente, Beispiel 1.000 Euro, was ja schon mittlerweile gut ist, hier nicht mehr über die Runden kommen. Ja? Und das ist dann natürlich echt ein Problem. Und dementsprechend muss man halt schauen, dass man irgendwie verschiedene Einnahmenquellen definitiv noch aufbaut, beziehungsweise im besten Fall, so wie wir das auch vor der Auswanderung hatten, aufgebaut haben und das im Laufe der Zeit sogar noch ausbauen kann. Bevor wir zu meinen Zukunftsaussichten kommen hier in der Türkei, wie wir hier weiter fungieren werden etc., werde ich jetzt einmal ein Dankeschön aussprechen an alle diejenigen, die natürlich bis hierher schon mal geschaut haben und vor allen Dingen, die mir auch schon so lange folgen. Und auch du kannst natürlich hier diesen kostenlosen Kanal abonnieren, kannst diesen Kanal teilen und auch einen Daumen jetzt schon nach oben da lassen, wenn du es nicht schon gemacht hast. Und auch am Ende des Videos einen Kommentar. Da freue ich mich auf jeden Fall sehr. Das ist richtig toll. Und als Dankeschön möchte ich auch was zurückgeben. Eine Kleinigkeit. Du darfst dir das gerne natürlich notieren. Der Code Willkommen, wie man das deutsche Wort schreibt, Willkommen, kannst du nutzen, um 20% bei unserem Online-Shop um Nahrungsergänzungsmittel und Sportbekleidung, sportliche Outfits, siehe den Link in der Videobeschreibung, unsere Nährstoffe iTransform.de nutzen, um 20% auf die gesamte Bestellung zu erhalten. Vielen, vielen Dank für euren Support hier auf YouTube und an den anderen sozialen Medien und dementsprechend danke, danke, danke. Ich freue mich, dass du hier bist und ich freue mich, wenn du auch weiter dran bleibst. Zukunftsaussichten hier in der Türkei bzw. auf der Welt. Es gibt viele Gespräche, viele Gerüchte, viele Hotspots aktuell auf der Welt, wie es zuvor jemals gab. Mehr als jemals zuvor höchstwahrscheinlich. Und deswegen wird die Zukunft auf jeden Fall spannend, wie ich es immer sage, aber auch wahrscheinlich für viele erschreckend werden. Und man muss so oder so immer das Beste für sich machen. Der Kern der Familie ist das A und O. Dementsprechend, es ist egal, was im Außen passiert, du musst dich um deine Familie kümmern, du musst dich um dich kümmern. Du musst dich um deine Gesundheit kümmern, um die Gesundheit deiner Kinder, deiner Familie. Ihr müsst zusammenhalten zu schweren Zeiten, wie man es ja auch sagt, zu guten und auch in schlechten Zeiten. Und natürlich, jeder, der bis dato diese gesamten Zeiten von damals 2020 Gesundheitskrise bis jetzt überstanden hat, denke ich, waren es für viele schwierige Zeiten. Aber ich gehe davon aus, dass es wahrscheinlich nochmal ein bisschen schwieriger wird, egal wo du natürlich auf der Welt sein wirst. Auswandern als Pauschallösung kann man jetzt nicht unbedingt sagen, weil es kann ja auch sein, dass es in der Türkei brenzlig wird. Ihr habt es ja gesehen vor 2 Jahren, es gab ein Erdbeben, Hunderttausende Menschen waren betroffen, Zehntausende sind gestorben und wer weiß, was noch alles passiert. Türkei als eine der stärksten Armeen der Welt ist natürlich nicht unsichtbar auf diesem Planeten, sondern wird auch eine wichtige Rolle weiterhin spielen, gerade natürlich auch was die Weltpolitik angeht, aber auch die wirtschaftliche Politik, weil Türkei als Drehkreuz
und natürlich auch als günstigeres Land für Strom und Energie für viele Firmen auch dient und dementsprechend viele, speziell deutsche Firmen, Unternehmen abwandern in die Türkei aufgrund der hohen Kosten in Deutschland, was in Deutschland natürlich wieder vieles andere natürlich zur Folge haben wird. Arbeitslosigkeit, viel mehr Armut, der Mittelstand. Die Türkei hier ist es gewohnt, in arm und reich unterschieden zu sein. Ich habe mich da mit Menschen unterhalten, die hier aufgewachsen sind und für die ist das völlig normal, dass man auch nicht viel Geld hat, beziehungsweise auch mal weniger einfach Geld hat. Dieser Mittelstand aus Deutschland, das ist das Ziel, wird, und was ist sichtbar, wird einfach ausradiert und dementsprechend wird die Schere zwischen Arm und Reich auch hier einfach immer größer und dementsprechend wird es an der Zeit und ist an der Zeit, Vorkehrungen zu treffen. Und ich weiß, dass viele natürlich davon nichts wissen, hören wollen, aber letztendlich früher oder später wird es knallen. Das heißt nicht, dass irgendwelche Bomben einschlagen oder sonst irgendwas. Nein, kann sein, muss aber nicht. Davon gehe ich jetzt auch nicht wirklich eigentlich davon aus, aber es wird auf jeden Fall sehr unruhig, wie es ja auch jetzt schon eigentlich absehbar ist, mit tagtäglich irgendwelchen Messerstechern, Anschlägen auf die Polizei, Vergewaltigungen und sonstiges. Also wirklich ganz, ganz schlimme Szenen. Wenn hier in der Türkei mal sowas passiert, das hörst du wirklich über die Nachrichten super selten. Das ist aber in Deutschland eigentlich schon nahezu an der Tagesordnung. Also wirklich schlimm. Zukunftsaussichten in Bezug auf Aufenthaltsbestimmungen wird man auch sehen, natürlich für diejenigen, die hierher kommen wollen in die Türkei. Es sind Gerüchte da, dass es wieder gelockert werden soll, sprich diese Obergrenze oder Mindestgrenze von 200.000 US-Dollar soll wieder runtergeschraubt werden, weil natürlich hier extrem viel gebaut worden ist und weiterhin gebaut wird und diese Immobilien teilweise wirklich leer stehen, keine Käufer finden und dementsprechend auch hier ein finanzieller Schaden entsteht. Und dementsprechend muss man schauen, einfach was die Türkei in den nächsten Monaten und Jahren auch natürlich hier fabriziert, ob es eher ausländerfreundlicher wird oder ob es so weitergeht, dass mehr und mehr Barrieren eingerichtet werden, dass die Ausländer Schwierigkeiten haben, hierher zu kommen. Wir für uns persönlich, wir werden diesen Sommer Anfang August, Mitte August die ICAMED erneut zum 3. Mal beantragen und werden euch dann natürlich auf dem Laufenden halten, wie es bei uns gelaufen ist. Wir wollen flexibel bleiben, wir wollen uns immer alle Türen und Wege offen halten und schauen einfach, wie es dann weitergeht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, die Mobilität, Flexibilität zu haben und dementsprechend hat man dann natürlich eine gewisse Ruhe auch dann. Ja. Wenn du bis hierhin geschaut hast, danke ich dir auf jeden Fall für deine Aktivität. Du darfst den Video einen Daumen nach oben dalassen, wenn du das möchtest. Kommentieren, kostenloses Abo dalassen und vieles mehr. Wenn du Fragen hast zum Thema Auswandern, zum Thema Gesundheit, egal was, schau dir in der Videobeschreibung die Links an und dann freue ich mich auf Feedback von dir. Und wenn dir das Video gefallen hat, kannst du das Video sogar teilen. Jawohl, klasse. Viel geredet. Ich hoffe, es war einiges Spannendes dabei für dich, für deine Familie und teile gerne das Ganze und ich freue mich, wenn du was mitnehmen konntest. Liebe Grüße aus Alanya, dein Markus und Familie.